Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Christine. Christine, woher kommst du? Aus Bayern, Aus Bayern. Oberbayern, Du hast gesagt, ein paar Mal hier gewesen in Medjugorje? das dritte Mal hier. Das dritte Mal. Warum kommst du immer wieder? Irgendwie zieht es mich hierher. Ich habe einfach immer wieder Sehnsucht danach. Und ich war vor Corona da und da war es war einfach das Gefühl. Also man hatte einfach, es ist schwer zu beschreiben, es ist einfach das Gefühl, dieses hierher gezogen zu sein. Und das war dann echt schlimme Zeit. Ich wollte dann also eigentlich in dem Corona-Jahr wieder herfahren und dann wurden alle Fahrten abgesagt und das war dann wirklich schlimm, weil wir nicht wussten, ob wir wieder herkommen können. Und Ja. ja, und dann jetzt hat sich einfach so ergeben, dass meine Schwester, die wollte auch unbedingt hierher. Und wir haben eigentlich beide Flugangst. Und dann haben wir aber doch gesagt, okay, wir probieren es. Mein Schwager hat das alles organisiert. Und es war wirklich so, hat alles super geklappt. Jetzt auch mit dem Herfliegen und jetzt auch wieder mit dem, wir sind dann praktisch bis auf Split geflogen. Von Split dann mit dem mit dem Mietwagen hierher. Und ja, hat super geklappt jetzt alles, genau. Und das Und, ist ja. einfach diese Sehnsucht hier. Also man hat einfach, das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl, das man hier hat. Und was gefällt dir am besten hier in Medjugorje? Das kann ich nicht sagen, das ist das Ganze, das ist das Zusammenspiel von allem. Was halt einfach auch schön ist, ist halt, dass halt viele Priester da sind, dass man einfach, was mich immer sehr bewegt, sind diese deutschen Messen. Wenn dann die ganzen Priester reinkommen, wenn man dann so 20 Priester vor einem Altar stehen hat und dann der Gesang und dieses Ganze, die Leute, die halt da sind, da hat man so wirklich das Gefühl, man gehört dazu. Das ist, da, also ich habe halt hier in Medjugorje das erste Mal das Gefühl gehabt, dass der Glaube verbindet. Das ist wirklich, dass wir jetzt alle zusammengehören, alle, die glauben, gehören zusammen. Und das ist halt in Deutschland oft so, du gehst halt in die Messe und du hast immer so das Gefühl, du bist für dich alleine. Und hier hat man einfach so das Gefühl, man gehört zusammen zu einer großen Gemeinschaft. Ja, genau. Und die Anbetung gefällt dir, mit dem Belinda wieder Geige spielt, der Robert singt? Da war ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Es kommt am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und kannst du sagen, was irgendwas mit dir in Medjugorje passiert selbst? Dass sich irgendwas in deinem Leben verändert hat? Also was ganz krass war das erste Mal. Da ging es mir gar nicht gut, wie ich hergekommen bin. Und ich bin hergekommen und ich bin auch wieder gefahren und habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass was passiert ist. Aber was halt war, ich war beim Priester beichten und ich bin in den Beichtstuhl reingekommen und der Priester hat zu mir gesagt, ich habe auf dich gewartet. Wow. Und das hat mich echt total ergriffen, weil ich mir dachte, boah, der sagt, ich habe auf dich gewartet. Und dann war es eben so, also ich bin dann zurückgefahren und ich habe das gar noch nicht so gespürt irgendwie, aber meine Schwester hat mich dann das erste Mal gesehen und hat gesagt, ich hätte rausgeleuchtet. Ich hätte aus der Menge rausgeleuchtet. Und viele Leute haben gesagt, ich wäre braun, total braun. Und die anderen haben gesagt, deine Augen leuchten so. Und ich glaube, das hat wirklich was mit meinem Inneren gemacht. Also meine Augen haben echt eine Zeit lang wirklich geleuchtet. Genau. Und das zweite Mal war es so, da habe ich so die Liebe gespürt. Also ich habe halt wirklich dann nach dem Kommunionempfang gemerkt, ich habe nur noch Rotz und Wasser geholt, weil ich so stark diese Liebe gespürt habe. So einfach wie Jesus, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus, was er für uns getan hat. Und das habe ich sehr intensiv gespürt. Und heute war ich wieder in der Messe, das erste Mal, weil wir gestern erst angekommen sind. Und es war wieder, also einfach der Kommunionempfang und ich muss dann einfach weinen, weil da kommt dann so viel raus. Also so viel, was ich einfach Jesus geben kann und will. Und einfach all diese Liebe, das spüre ich so sehr. Also wie halt einfach, was er für uns getan hat. Wunderschön. Und du sagst, ich meine, das zentral hier ist die Beichte. Was würdest du Leuten sagen, wenn die jetzt vielleicht das gehört haben, was du über die Beichte gesagt hast und die würden gern beichten gehen, haben aber Angst, weil sie 20 Jahre nicht beichten waren. Was würdest du denen sagen? Einfach keine Scheu haben, weil also die Priester, die ich bisher erlebt habe, die sind so offen, die sind so nett und man muss, ja, man kann ihnen alles irgendwie sagen und das ist ja, man fühlt sich hier so aufgehoben. Also ich habe jetzt noch nie einen Priester erlebt, wo ich das Gefühl gehabt habe, also in Deutschland ist es manchmal so, dass man so das Gefühl hat, die verstehen einen einfach manchmal nicht. Oder man geht dann raus und dann sagt man, okay, ja klar, also man hat die Lossprechung bekommen, aber das Gefühl ist einfach nicht so intensiv. Und hier ist es halt einfach wirklich so, ich habe den Eindruck, die Beichtpriester, gut, wer hierher kommt, ist gerufen, das ist meine Meinung. Ja, kann man finden, ja. Und die ist halt wirklich, die sind wirklich so, ich glaube, ich meine, ich war jetzt seit 20 Jahren nicht beichten, aber ich glaube auch, wenn einer kommt, der 20 Jahre nicht beichten war, der fühlt sich hier geborgen und aufgenommen. Wunderschön. Aber ich glaube, das ist überall auf der Welt, wenn man beichten geht. Das ist nicht nur in Medjugorje. Man betet für einen guten Priester und dann bekommt man auch einen guten Priester zu beichten. Nicht zurückschrecken, das könnt ihr überall auf der Welt, Ja, ja, in Deutschland, klar. Schweiz, Österreich, wer auch immer zuhört.
Aber Medjugorje ist natürlich auch super schön, wie du sagst. Ne? Und die Eucharistie ist Zentrum von unserem Glauben. Und was spürst du immer wieder, wenn du diese Eucharistie nimmst? Du hast gesagt, du spürst viel Liebe. Es ist unterschiedlich, also es ist nicht jedes Mal gleich. Es gibt auch so Momente, wo ein bisschen die Trockenheit einfach da ist, wo man halt einfach nicht viel spürt. Bei mir ist es aber so, also ich habe eine MS-Erkrankung und ich bin halt oft sehr schwach. Und wenn ich nach der Kirche nach Hause komme, also wenn ich in Deutschland bin, dann merke ich immer, dass ich Kraft bekomme. Also merke ich einfach die Kraft, die jetzt dann wieder kommt. Und hier spüre ich halt wirklich, also in Deutschland ist es auch so, ab und zu ist es halt wirklich so, dass ich halt dann die Liebe spüre. Also es ist nicht immer gleich, Ja, aber ist so. aber ich spüre was. Und kannst du sagen, was Jesus in deinem Leben verändert hat? Ich merke, dass er mich führt. Dass er dich führt. Also es sind so viele Momente, wo bei mir passiert sind, wo ich oft verzweifelt war, wo ich dachte, es gibt keinen Weg mehr. Und dann habe ich halt gesagt, okay Jesus, ich gebe dir meine Hände, lege ich in deine Hände. Und es hat dann zwar gedauert, es war halt einfach schon auch auf dem Tal, ein tiefes Tal, von Trockenheit auch, wo man durchgehen muss. Aber bis jetzt bin ich immer wieder rausgekommen, weil ich merke, dass er mich führt, dass er mich an der Hand nimmt. Und ich sehe, du hast eine persönliche Beziehung und die Leute können diese Beziehung haben. Wie würdest du das beschreiben? Diese persönliche Beziehung zu Jesus? Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Beten. Also du hast darum gebetet um die Führung und dann ist die Führung gekommen und hast es gespürt. Oder wie ist das der Prozess, ne? Oder wie willst du sagen? Das ist jetzt schwierig, das zu sagen. Also ich bete eigentlich immer. Also Schön. gut, bei mir ist es so, dass ich 2011 die Diagnose MS bekommen habe. Und ich war dann, ja gut, war ich vielleicht schon längere Zeit weg eigentlich vom Glauben. Und dann bin ich erstmal wieder beichten gegangen und dann, gut, wenn man halt so eine Diagnose hat, dann fällt einem einfach bricht die Welt irgendwo zusammen, weil man nicht weiß, was das mit einem macht. Und ich glaube, das war der Weg, wo ich zurückgekommen bin. Also ich war immer schon ein gläubiger Mensch, aber ich war halt dann einfach, bin dann lau geworden, ja. Wie gesagt, das Beichten fand ich nicht mehr so wichtig und ja, und dann, als ich die Diagnose bekommen habe, bin ich zurück und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemandem, der mir helfen kann. Und dann bin ich dann habe ich verschiedene Priester kennengelernt und die haben mir sehr geholfen. Also in Deutschland auch. In Deutschland auch, ne? Das ist genau, was ich betonen wollte. Man kann auch in Deutschland diese tollen Priester finden, oder? Und was würdest du Leuten sagen, warum mal nach Medjugorje kommen? Das ist ein Gefühl. Das ist einfach ein Gefühl. Das kann man nicht beschreiben. Also es war total interessant, als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und den Mietwagen geholt haben, hat die Frau, die halt den Mietwagen verliehen hat, gesagt, in Medjugorje wirst du die Ruhe spüren. You can feel the calm. The calm, the peace. Ja. Genau. Die Ruhe und den Frieden und Frieden. Ne? Aber ich finde immer, es dauert ein bisschen. Man darf sich jetzt nicht irgendwie so einbilden, man kommt an den ersten Tag und es ist alles, sondern es ist das zur Ruhe kommen, zu sich kommen, zu Gott kommen und man muss sich auch die Zeit dafür nehmen. Ins Herz öffnen. Genau. Betest du den Rosenkranz? Ja. Warum? Machen es für ältere Damen, oder? Nee. Was die Schönheit, ich bete ihn auch, was ist die Schönheit? Ich spüre halt einfach, also das erste Mal, weil ich habe ja Flugangst, da habe ich echt gemerkt, also ich meine, ich bete den immer oder oft und regelmäßig, aber da habe ich wirklich gemerkt, da hatte ich so die Panik und die Krise, dann habe ich den Rosenkranz festgehalten und habe wirklich gebetet und auf einmal habe ich halt einfach gemerkt, wie die Ruhe in mir aufkommt und wie ich dann wirklich diesen Flug überstanden habe, ohne irgendwie kirre zu werden oder so. Ja, es ist halt einfach meditatives Gebet auch. Und es ist einfach das Gebet, also manchmal betet man es bewusster, manchmal betet man es unbewusster. Aber ich habe halt den Eindruck, das ist einfach die Kette, die dich mit Gott oder mit der Mutter Gottes verbunden hält. Wunderschön. Danke für dieses schöne Interview. Bitte.